Juhu und herzlich willkommen bei AS24 im Part 5 vom Audi A6 4G. Wir bauen jetzt zusammen Hochtöner ein und zwar auf einer besonderen Art und Weise. Lasst euch überraschen, es wird sicherlich interessant. Hochtöner einbauen wäre ja langweilig, einfach nur wechseln, darüber ein Video zu machen. Nein, wir haben uns gedacht, das ist doch relativ aufwendig, was wir mit dem Hochtöner gemacht haben und haben gedacht, wir machen einen eigenen Part draus. Und ja, lasst euch mal überraschen, wie das zum Schluss ausschaut. So, der hat den 5,5er. Können wir so rausmachen. So, und was haben wir jetzt da? Okay, können wir auch wieder lösen. Entklippen, fertig. Jetzt stellt sich nur die Frage, nehmen wir den Aerospace 28 oder den Aerospace 20? Folgende Überlegung. Ich möchte natürlich irgendwo dahin bauen, wo der alte Hochtöner auch irgendwo war. Wenn ich den neuen Hochtöner genauso installiere wie den alten, der alte, der war ja hier waagrecht drin, hat an die Scheibe hochspielt und dann raus reflektiert. Natürlich wäre es geil, wenn wir den Hochtöner so positionieren könnten, dass er mich direkt anstrahlt, weil dann habe ich die perfekte Phase von dem Lautsprecher, praktisch Phase 0 möglichst zu mir. Fast nicht machbar, ohne dass es wahrscheinlich bockhässlich wird. So ein Spachtelkönig bin ich jetzt auch wieder nicht, dass wir hier so ein riesen tolles Gehäuse jetzt hier reinspachteln, das dann auch nur so funktioniert. Wir haben mit dem 20 mm Gewebehochtöner etwas mehr Spielraum, der hat mehr Platz, aber wir müssen bedenken, dass wir das Gitter sozusagen als Grundlage verwenden. Wenn ich jetzt was spachtel, dann kann ich jetzt hier was aufbauen und mir den Hochtöner vielleicht so einbauen, dass der so halb ist, also so halb versenkt für den unteren Bereich, wo man die Membran noch gar nicht sieht und mich wenigstens der Phase annähern kann. Also je flacher, umso mehr Phasenverschiebung habe ich hier drin und könnte den gegebenenfalls dann völlig unsichtbar wieder unter dem alten Gitter verbauen. Ich möchte aber schon versuchen, den Hochtöner etwas aus der Reserve hier zu locken und den Hochtöner so entsprechend einzubauen. Und dazu müssen wir jetzt aber auch das Gitter erstmal, naja, ich opfere jetzt mal mein Gitter, weil wir müssen das jetzt erstmal aufmachen, hier ein großes Loch reinmachen, um zu sehen, wie verhält sich das Ganze, wenn ich den Hochtöner da reinmache und samt Gitter später rausnehmen mag und wieder rein tun mag. Also irgendwie muss ich dieses ganze Gehäuse, das ich da reinbaue, auch da wieder reinbringen. Ich kann es ja nicht hier drinnen im Auto schleifen, harzen und für ewig und immer drinnen lassen. Ich muss es steckbar machen können. Jetzt haben wir das Loch mal so drin zum ersten Ausprobieren. So wird es reinkommen. Und jetzt könnten wir uns natürlich eventuell vorstellen, dass der Hochtöner zum Teil, schau, da muss das Loch noch größer gemacht werden. Bei dem 20er sieht man es jetzt wahrscheinlich relativ deutlich. Ja, dass man den jetzt so da drin versenken könnte. Das schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir das jetzt reinmachen. So wäre es jetzt drin. Und der Endzustand wäre dann sozusagen ungefähr so. Dann könnte man jetzt hier was Schönes drumherum bauen. Aber es müsste auch tatsächlich removable sein. Also ein 28 mm Gewebehochtöner, den Aerospace 28, den kriegen wir in der Form gar nicht rein. Also der ist viel zu groß, um dass wir das in dem Eck hier noch handeln können. Jetzt könnten wir uns darauf einigen, den 20er in der Art und Weise zu installieren. Oder wir nehmen den 28 mm, der mir natürlich schon, der klingt schon noch mal einen Ticken seidiger.
und ist strapazierfähiger. Und den jetzt einfach tatsächlich blind unten drunter einbauen, unter der Originalabdeckung und damit halt leben, damit der halt wieder die Phase hier entkorrigiert hat. Jetzt muss ich aber echt in mich gehen, was ich jetzt wirklich mache. Ein 20 mm möglichst phasig oder gradphasig anfahren oder den 28 mm waagrecht reinmachen. Gute Frage. Ja, für was wird er sich denn jetzt entscheiden, der Olli? Ja? 28 mm Gewebehochtöner versus 20 mm Gewebehochtöner. Das sind beides geile Lautsprecher von Gladen, der Aerospace. Aber ein 28 mm Hochtöner hat natürlich schon seine Vorzüge, gerade bei höheren Lautstärken. Da wird der einfach seidiger klingen und mehr Auflösung bringen. Der Ton wird sich viel mehr vom Lautsprecher her lösen. Also, oder passt da einfach doch nicht rein? Tja, also wir werden sehen, wie es weitergeht. Ihr könnt ja schon mal Rätsel raten, für was er sich zum Schluss entscheiden wird, der Olli. Ich probiere jetzt einiges aus, um doch noch meine 28 mm Aerospace 28 zu integrieren. Auch wenn es saumäßig knapp geht. Ich habe jetzt mal hier dieses Loch reingemacht, damit man mal irgendwie ein bisschen antesten kann, wie kann man denn den Lautsprecher installieren oder integrieren, dass man aber auch noch das gesamte Gitter komplett samt Hochtöner auch montieren kann. Da müssen wir jetzt experimentieren und uns langsam vortasten. Und das mache ich, indem ich jetzt hier mal den Hochtöner so ungefähr positioniere. Nur mal um zu sehen, würde der so reingehen, würde der so halten. So wäre jetzt eigentlich für mich mal optimal die Ausbuchtung. Und jetzt drehe ich das Ganze um. Und David, du machst mir jetzt mal an die Stellen 2 Pünktchen, aber nur kleine. So, jetzt genau so haben wir das vorgestellt. Und auf der Seite bitte auch. So, jetzt haben wir das gute Stück abkühlen lassen. Das ist zwar immer noch ein bisschen empfindlich, aber für die Zwecke erfüllt es absolut. Hinten einfahren. So, also Hochtöner können wir installieren. Und wenn wir den jetzt so festklippen, dann haben wir durchaus das erreicht, was wir wollen. Den Hochtöner schön integriert und schaut sogar ein bisschen her und wird nicht komplett über die Windschutzscheibe reflektiert. So können wir also problemlos einbauen. Wir können es sogar noch ein bisschen steiler machen. Könnten wir. Das wäre jetzt auch nicht schlecht. Also diese Position ist problemlos machbar mit dem Hochtöner. Und wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen steiler stellen würden, umso besser ist natürlich die Richtcharakteristik. Also ich würde hier noch ein kleines bisschen rausholen und das so einstellen und damit das ganze Ding einspachteln. Jetzt haben wir uns sozusagen für den Aerospace 28 entschieden, weil wir ihn reinkriegen, so wie wir wollen. Nicht wie anfangs gedacht, dass es zu knapp wird. Jetzt können wir dieses Gitter, ja, das muss man halt mal vielleicht opfern. Ihr müsst es ja nicht unbedingt nachmachen, aber wir werden jetzt einen kleinen Holzring bauen, der praktisch genau die Maße von dieser Aufnahme hier hat, so dass wir den Holzring erstmal hier positionieren können und den werden wir dann einspachteln. Und jetzt den Außendurchmesser einfach nochmal nachschleifen auf unserer Bandschleife. So, das ist jetzt unser Montagering, den wir jetzt hier optimal auf unseren Hochtöner zugeschnitten haben und den wir jetzt auch auf unserem Montagegitter und auf unserem Abdeckgitter optimal verarbeiten können. Muster, unser Modell, hier mal festkleben. Nächster Testzustand, Hochtöner in dem Montagering bereits schon mal reingesteckt und den können wir jetzt mal ausprobieren, wie der reinpasst. Okay, dann schauen wir mal, ob das Ding so reinpasst. Da hinten müssen wir in die Führung reinkommen und so rum runterdrücken können. So, wie viel Luft haben wir jetzt da oben noch? Sehr wenig, aber eigentlich ausreichend. Jetzt schauen wir uns die andere Seite mal noch an. So, hinten einführen. Na? Aha.
Okay, da sind wir sogar noch zu nah und zu steil. Da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Also das heißt, wir müssen den hier ein bisschen neu ausrichten. Nicht ganz so steil reinmachen. Oder? Haut das jetzt? So würde er fast hinhauen. Also es würde irgendwie reingehen, aber hier stößt er einfach direkt an. Also müssen wir tatsächlich noch ein bisschen hier nach unten rutschen. Jetzt haben wir den Hochton noch ein bisschen nach hinten reingeschoben und nach unten. Jetzt passt es eigentlich perfekt. Jetzt können wir ihn so rausnehmen und auch noch besser fixieren. Wir haben jetzt beim ersten Versuch haben wir das Loch noch relativ groß gehalten. Wir brauchen aber eine vernünftige Fixierung von dem Formteil. Das heißt, wir können jetzt hier auch einfach ein Holzstückchen mit reinmachen zur Verlängerung, damit eben die Sache richtig hebt da drin. Also damit das runde Holz nicht mehr weiter verrutscht. Damit wir diese Wandung hier, das gibt ja eine neue Wand, die aktuell nicht da ist, schön vorbereiten können, machen wir uns jetzt ein Gegenstück mit rein, das wir jetzt hier festkleben und sozusagen hier eine Wand bilden, dass wenn wir die Spachtel hier reindrücken, dass die einen Anschlag sozusagen hat und uns nicht davon abhaut. Die erste Spachtelauflage mache ich jetzt mal mit Glasfaserspachtel, in dem Fall von Wirth. Da machen wir uns, ja, wir müssen ein bisschen was da drauf bringen. Die erste Lage, wir müssen zweimal spachteln, mindestens. So, und das heißt, machen wir ganz wenig Härte rein. So, das langt erstmal. Weil, wenn man zu viel Härte reinmacht, dann härtet es zu schnell aus. Und dieses filigrane Kunststoffgitter, wo wir jetzt praktisch als Basis haben, um zu arbeiten, würde sich eventuell verbiegen, so dass wir es zum Schluss gar nicht mehr in die originale Führung reinmachen. Also lieber lasse ich es ein bisschen länger austrocknen und habe dafür ein weniger verbogenes Grundteil. So, Spachtel gut durchmengen. So, das ist ja jetzt alles recht flüssig, das ist ja cool. Ja. Also wir haben jetzt hier Verarbeitungszeit von, was weiß ich, vielleicht 10 Minuten sowas. Bis dahin muss halt echt mal das Gröbste passiert sein. Können wir auch hier an der Stelle alles wieder abnehmen. Und jetzt tun wir von da unten auch noch dagegen reindrücken. Pass auf, dann nehmen wir die kleine Spachtel hier. Kommen wir besser hin. Die Masse in die Fuge drücken, damit es eine richtige Auflage bekommt. Und jetzt können wir mal hier anfangen aufzubauen. Und dafür habe ich jetzt, okay, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Material drauf. Jetzt hätte ich natürlich auch hier unten einen Anschlag reinmachen können, damit ich das Material besser hindrücken kann, ohne dass es mir nach unten abhaut. Das haut ja jetzt nach unten drin ab. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Für die erste Spachtelung so, hauen wir das Zeug hier drauf. So, wo kann man das halten? Hier. So, die Gitter müssen alle zugespachtelt werden. Die Löchlein. Rein theoretisch können wir sie auch offen lassen, aber so. Ruhig alles zu, so gut es geht. Wir kommen nachher auch in einen Zustand rein, wo das Material so semi-fest wird. Und in dem Bereich können wir natürlich dann auch noch mal ein bisschen was bearbeiten. Wir können nachher alles wieder verschleifen. Und wenn wir nicht so viel verschleifen müssen, weil wir vorher schon gut gearbeitet haben, ist es natürlich von Vorteil. Ich kann den so biegen, den Kunststoff, damit der richtig Form bekommt, ja, dass der rund wird. Und ich denke mal, den Rest können wir schon relativ gut fürs erste verschleifen. Da haben wir gleich noch so eine Dulle drin, die nehmen wir gleich noch raus, dann brauchen wir sie nachher nicht schleifen. So,
Das noch abziehen. Alles, was jetzt praktisch schon wieder übrig ist, können wir wegmachen. Also das wäre jetzt die erste Spachtelung. Da können wir auch gleich noch vom Holz entsprechend das Material wegmachen. Siehst du, und jetzt fängt er schon an, langsam zu härten, weil jetzt ist er nicht mehr ganz flüssig und jetzt fängt er schon an, sich zu binden. Und jetzt haben wir den Zustand, wo wir schön auch noch an der Form was schnitzen können, was wir jetzt aktuell gar nicht brauchen. So, das lassen wir jetzt einfach mal. Zweite Lage tun wir nachher noch spachteln. So, können wir den anderen Hochtöner noch machen. Der erste Streich wäre erledigt. Jetzt können wir das Ganze fürs erste Mal ein bisschen verschleifen. Das ging jetzt relativ flott. Jetzt können wir die gröbsten Unebenheiten mit einem groben Schleifpapier, ich habe jetzt hier glaube ich einen 80er oder einen 120er oder irgendwie sowas, 80er eher, wo wir mal das Gröbste wegnehmen können, so dass wir eigentlich schon eine gerade Fläche bekommen. So, jetzt können wir mal probieren, den ersten Einbau zu machen. Unser Hochtöner rein. So würde er dann ausschauen. Das Ganze nachher mit Alcantara-Leder bezogen. Und jetzt mal ein Check, passt das alles noch vom Einbau her? So schaut es aus. Und jetzt tun wir noch den zweiten Füllspachtel drauf. Auf die Grundlage machen wir jetzt nochmal einen Feinspachtel. Dann nehmen wir den Vakufill. Da brauchen wir auch gar nicht mehr viel, weil es ja nur noch oberflächlich. Das ist wahrscheinlich jetzt schon zu viel. Wir haben jetzt ja auch probiert, ob die sich vielleicht verzogen haben. Haben sie nicht. Also bis jetzt haben wir alles richtig gemacht. So, und jetzt können wir mit unserem Kunststoff schöne Rundungen machen. Und alles glatt ziehen. So dass das für das Alcantara auf jeden Fall reicht. Dann schleifen wir den Rest noch weg von unserem Vakufill, also den Feinspachtel nochmal. Außenrum dürfen wir sogar ein bisschen mehr wegnehmen, weil wir kommen ja jetzt mit unserem Alcantara noch da an und das muss jetzt auch noch zwischen reinpassen. Also müssen wir außen tatsächlich noch ein bisschen was wegnehmen, damit wir das gleiche Spaltmaß haben wie vorher. Das reicht, um mit Alcantara zu überziehen. So, jetzt geht's ans Kleben. Mein Freund Eddie Wagner von Stuttgart Autoradiosshop hat mir noch ein bisschen Spezial Alcantara Leder zukommen lassen. Passt hervorragend in mein Auto. Und das machen wir mal wieder. So, einmal eingesprüht, dann unser Objekt der Begierde. So, und jetzt können wir das mal so drüber legen. Und jetzt können wir mal das mal hier überall anpressen. So, und da müssen wir jetzt aber auch schon ein bisschen ziehen, damit das an der Stelle keine Falten gibt. So. So. In der Mitte ein bisschen aufschneiden, aber langsam und vorsichtig. So. Dann machen wir jetzt erstmal ringsrum die Sache. So. So. Jetzt schaut es mal so aus. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Konturen für den Hochtöner schaffen, und zwar da unten rum. Und das schaffen wir ja auch erst, wenn wir das nochmal lösen an der Ecke und tatsächlich von hier oben reindrücken. Und hier nachhelfen.
So, und jetzt können wir eigentlich... So, schließen wir mal gleich an. Dann sind wir nämlich mit dem Hochtöner, mit dem Aerospace 28 in angewinkelter Form. Erstmal auch durch. So, da hinten einhängen. So. Jetzt passt, oder? Tata! Ja, wenn das jetzt nicht geil ausschaut. Passt bündig. Lautsprecher haben wir jetzt alle installiert. Jetzt sind wir in Part 5 und haben alle Lautsprecher drin. So, was erwartet euch jetzt? Jetzt müssen wir die Lautsprecher natürlich mit Power versorgen. Part 6 wird kommen mit Endstufen. Wo kommen die Endstufen hin? Wie funktioniert es genau mit der Verkabelung? Lautsprecherkabel anschließen. Wo holen wir das Signal überhaupt her? Welches Signal haben wir vom Autoradio? Und da kann ich euch sagen, wird es richtig interessant. Da habe ich selber schon ganz kurz an mir gezweifelt. Aber es wird ganz anders kommen, als man sich das so im ersten Moment wünscht, wenn man schon eine Toslink-Leitung drin hat, eine Lichtwellenleiter-Verkabelung von Audi. Und ja, wie es nachher letztendlich kommt, seht ihr in Teil 6. Bis dann, da sehen wir uns wieder. Euer Olli.